was machen wir heute? Wir gehen in eine Höhle, mal wieder. Wir lieben Höhlen. Ja. Nix. Gar nichts. Gar nichts. Jedenfalls haben wir jetzt noch ein bisschen die lokalen Leute unterstützt und uns ein Buch und ein Handtuch gekauft. Die Frage ist nur, wie secret ist der, wenn sie sogar eine Treppe dahin bauen? Wahrscheinlich nicht so secret, aber trotzdem ist keiner hier. Ja. Guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und was machen wir heute? Wir gehen in eine Höhle, mal wieder. Wir lieben Höhlen. Ja. Tropfsteinhöhlen besonders. Ja, so wie es aussieht, müssen wir uns jetzt erstmal die Tickets holen. Die sind gerade wegen Bauarbeiten oder sowas umgezogen. Dann kommen wir wieder zurück und dann gucken wir uns eine von 2 Höhlen an, weil in die zweite Höhle gehen wir nicht rein, weil sich jemand den Arm gebrochen hat. Weil da muss man wohl ein bisschen krabbeln. Also ist wohl ziemlich niedrig und 100 Stufen. Und Na, Stufen kann ich laufen, nur mit dem Bücken wird es vielleicht und mit der Enge wird es du vielleicht. konntest nicht mal auf einer geraden Strecke laufen, ohne dir den Arm zu brechen. Und dann willst du Stufen laufen. Und andere Leute brechen sich ihren Arm auf dem Parkplatz. Ja, jetzt, wie gesagt, jetzt gehen wir erstmal Tickets holen und dann gucken wir uns auf jeden Fall eine von den beiden Höhlen an. Ja, also, Let's go. auf geht's. Schöner Platz scheint es ja zu sein. Ne? Ja. Campen kann man hier auch. Ja. Also es sieht ziemlich ganz. Oh, guck mal da. Oh, guck mal. Schönes Auto. Wenn du uns zeigen möchtest, wie groß der Baum ist, machen wir das jetzt mit halber Armlängen oder? Ja, da kann man besser messen in Metern. So, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. So, da müssen wir jetzt rein. We made it. Hello Sunshine. Wir sind raus. Und wie hat es dir gefallen? Ja, war ganz okay. Es hat mal aber was anderes. Also es ist eine Höhle gewesen, die jetzt nicht so weit offen war wie die anderen, sondern man ist viel Gänge gelaufen, die wirklich dicht waren. Und Ja. war irgendwie interessant. Der einzige Nachteil, den ich fand, aber war natürlich zur Sicherheit der Höhle, dass die überall diesen Hühnerdraht da dran Ja, hatten. damit du nicht alles anfasst. Richtig. Aber trotzdem hat es irgendwie so ein bisschen Ja. den Charme weggenommen. Okay, jetzt gehen wir zurück zum Auto. So, zurück zum Auto, ja. Gehen wir tanken und dann gehen wir den Rest des Days relaxen.
Okay. Oh, you're not sweating. Jesus Christ. Es hat gerade aufgehört zu regnen. Es hatten wir noch 33 Gerade Grad. aufgehört, ja, ist Ja, vom- immer mal wieder ein bisschen Regen. Ja. Also heute wird es vielleicht ein bisschen feucht. ja. Und trotzdem machen wir aber einen kurzen Ausflug. Ja, ist nicht weit weg von hier. Und da schauen wir mal, wie das denn aussieht. Hoffen wir, dass es nicht zu glatt wird, dass ich nicht wieder ausrutsche. Wieso? Dann kriegst du ein Laufverbot. Okay. Wenn es glatt wird, kriegst du ein Laufverbot. So nebenbei, wir sind hier in Genoa. Ja. Wir sind hier in Genoa und wir stehen hier auf einem kostenlosen Campground, der zur Verfügung gestellt wird. Ist ein relativ großes, grasiges Area. Also die Und- Area ist schön, da kann man nichts gegen sagen. Ist auch ein bisschen Ja. weg von der Straße, also Und da stehen wir jetzt für die nächsten 2 oder 3 Nächte. Müssen wir mal schauen. Auf alle Fälle geht es jetzt erstmal los zu unserem Ausflug. angekommen. Nachdem der Wetterbericht gestern gesagt hat, dass es heute Katzen und Hunde regnen soll, sind wir allerdings aufgewacht bei fast blauem Himmel und was es demzufolge einen wunderschönen Ausflugstag macht. Denn unser Weg führt uns heute nach Malakuta und wir schauen mal, was wir da noch alles erleben. Vielleicht ein bisschen Stadtbummel, vielleicht ein bisschen relaxen am Beach, keine Ahnung. Aber anfangen tun wir mit dem Bunker. Ja. Auf geht's! Ziemlich gut versteckt hier im Wald, oder? Ist ja mal auch Sinn und Zweck der Sache, oder? Dass es versteckt ist.
dass man es nicht sofort sieht. Während im Norden Australiens der Fokus des Kampfes in der Luftwaffe liegt, ist hier im Süden mehr Unterstützung der Marine. Dieser Bunker wurde zur Kommunikation gebaut und um den Schiffsverkehr zu beobachten und zu überwachen. Wenn sie ein Flugzeug oder was gesehen haben, dann mussten die praktisch durch ihre ganzen Listen durchgehen. Wie hat der Flügel ausgesehen, wie hat das Tail ausgesehen, wie hat die Seite ausgesehen, damit sie dann sagen konnten, welches Flugzeug das war. Wie soll das funktioniert haben? Haben die ein U-Boot gehabt mit einem Flugzeug drauf. Gut, das konnten sie einmal losfliegen lassen, landen konnte das Ding ja eh nicht mehr, aber was haben die gemacht, wenn die tauchen mussten? Also so wie es aussah, erstmal, die japanischen U-Boote waren schneller als die Oberwasserschiffe von Australien. Und so wie es aussieht hier drin, steht drin, das Flugzeug, was sie da abschießen konnten, das war in einem wasserdichten Behälter praktisch auf bzw. in dem U-Boot. Das heißt, wenn die das Ding abschießen wollten, mussten die auftauchen und dann haben die das komplette Flugzeug zusammengebaut. Und das waren ungefähr 12 Leute, die haben innerhalb von 20 Minuten das Flugzeug zusammengebaut und konnten es dann starten. Und dann konnten sie praktisch wieder tauchen oder umdrehen und abhauen. Das Flugzeug, wo die denn hin sind. Jetzt kommen natürlich wieder diese Kamikaze-Flieger denn ins Gespräch, wa? Vielleicht mussten sie auch nirgendwo wieder zurückfliegen. Ja, oder die brauchten im Prinzip dann mehr oder weniger nur den Sprit für den Rückflug und nicht für Hin- und Rückflug. Jedenfalls haben wir jetzt noch ein bisschen die lokalen Leute unterstützt und uns ein Buch und ein Handtuch gekauft. Das Geld geht direkt zu den Freiwilligen hin, die sich dann da hinsetzen und sich darum kümmern und das Ganze hier praktisch ohne irgendein Entgelt in Schuss halten. Und so kann man die wenigstens ein bisschen unterstützen. Hey, Beach! Oder würdest du lieber zur Ostsee gehen? Okay. Wie sich das so verworfen hat, ja? Ja, sieht schon klasse aus, wa? Vor allen Dingen, da das ja nicht gebrochen ist oder irgendwie sowas in der Dingens, muss es ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum ganz langsam passiert sein, dass sich diese Formation so bilden. Und dann die verschiedenen Farben. Die Frage ist nur, wie secret ist der, wenn sie sogar eine Treppe dahin bauen? Wahrscheinlich nicht so secret, aber trotzdem ist keiner hier. Ja. Ist jetzt happy?
aus, oder? Bei Beach. Australiens größter Mückenmagnet. Ja, hier haben die geheime Höhle gefunden, aber da dran waren unheimlich viele Mücken. Und Ja, kannst du mal kurz zeigen. Das, Heike sammelt die ein bisschen, ja? 1, 2, 3, 4. Da unten sind auch noch welche. Naja, also, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und jetzt fahren wir nach Malakuta City rein, gucken, was da in der Stadt zu sehen gibt. okay. Okay. Also, wir waren am Bunkermuseum und dann waren wir am Quarry Beach und wir waren am Secret Beach und jetzt sind wir da oben im City Center. Upsi, na da ist uns ja was passiert. Da haben wir doch ein kleines technisches Problem mit unserer Kamera. Die hatten wir mit Mikrofone eingestellt, aber die Mikrofone nicht dabei. Das Einzige, was uns jetzt übrig bleibt, ist nachzusynchronisieren. Also zurück auf Anfang. Ein neuer Meilenstein ist erreicht. Wir verlassen jetzt Victoria und fahren nach New South Wales. Tada! Während auf der anderen Straßenseite das Schild für Victoria steht, herrscht für New South Wales gähnende Leere. Wir können zwar einen Grenzstein finden und auch die Straße hat unterschiedlichen Belag. Zuerst bin ich in Victoria und jetzt in New South Wales. Am Ende haben wir nach gut 2 Kilometern ein Ersatzschild gefunden. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Boyds Tower und der liegt im Biova National Park. Ja, gerade durften wir erstmal wieder unsere Parkgebühren bezahlen. Ja, jetzt haben wir wieder einen Pass für. Ein ganzes Jahr, was irgendwo ein bisschen schwachsinnig ist, dass die nicht auch einen oder einen 3-Monats-Pass anbieten. Aber was willst du machen? Ich weiß gar nicht, welche Funktion dieser Turm eigentlich hatte hier. Hab vorne nichts gesehen an Schildern oder so, was irgendwie was Wenn ich uns mal gesagt gucken, hat. ob wir da unten jetzt noch was sehen. Und wenn wir nichts sehen, dann blenden wir es hier oder da ein. Wenn wir dann rausgefunden haben, was wofür, ob der einfach nur hübsch aussieht oder gucken wir erst mal, ob wir hinkommen, ohne wegzuschwimmen, weil heute haben wir uns natürlich nicht gerade den schönsten Tag ausgesucht. Na, Wetter kann man sich selten aussuchen. Ja, Was ist? generell nochmal Informationen zum Walfang. Vielleicht war der Turm ja dazu da, dass sie Wale sehen konnten. Keine Ahnung. Ein bisschen Informationen haben wir jetzt gefunden. Also der Typ, der das Ding hier hingestellt hat, ich glaube, das haben wir vorhin auch gesehen, der ist mit einem Boot mit ein paar Leuten oder was weiß ich auch immer kommen. Der war auch mit Walfang. Der hieß Benjamin Boyd und der hat dann 1843 das Land hier gekauft und hat dann einen 23 Meter hohen Turm hier aufgebaut. Der ist fertiggestellt in 1847 und war, entgegen dem, was ich vorher gedacht habe, ein Landmark sowieso, aber der ist auch als Lighthouse, also als Leuchtturm benutzt worden. So haben sie es jedenfalls gebaut, aber in der Hauptsache haben sie ihn später dann doch benutzt als Whale-Watching-Plattform. Die Treppen und die Flure, die alle mal drin waren, die waren aus Holz. Es steht hier, die sind mittlerweile alle weg. Verrottet. Die sind alle verrottet. Und ich habe vorne gelesen, dass der Nationalpark hier auch den Namen von diesem Benjamin Boyd getragen hat. Aber der ist jetzt kürzlich erst zurück genannt worden zum Biova Nationalpark für die Anerkennung von den Aboriginal Leuten hier. Und Biova ist das Aboriginal Wort für Orca. In Memory of. Auf jeden Fall muss es ein ziemlich intelligenter Mann gewesen sein, weil das erste Stück heißt Peter, das kann ich noch lesen. Aber danach ist
Das kann ich nicht mehr richtig lesen. Also in Erinnerung von irgendeinem Peter. In Erinnerung an irgendeinen Peter Blan, noch irgendwas, ja. Wenn die Sonne jetzt scheinen würde, dann würde das wahrscheinlich eine krache Aussicht hier sein. Den einzigen Vorteil hat es natürlich, scheint keine Sonne, ist ein bisschen windig. Wir haben den Platz fast für uns alleine. Ha? Wir wollten jetzt noch kurz bei der Wahlstation anhalten, aber da haben wir gleich ein Schild gesehen, dass der Parkplatz nicht geeignet ist für Caravans. Und wir haben den leider jetzt im Schlepptau. Also fahren wir weiter nach Eden. Okay, jetzt gehen wir erstmal ins Informationscenter. Ja? Gucken, was wir da noch kriegen. Ja? Eventuell weiß ich nicht, ob es sich denn lohnt, ob wir denn noch in das, was war es, Killerwale? Killerwahl, ja. Killerwal-Museum Gehen, ja. Gucken. gehen. Ich meine, $15 soll es kosten ungefähr. Wäre ja noch okay, kommt drauf an, wie groß es ist, was man da irgendwo sehen kann. Lassen wir uns überraschen. Jetzt fahren wir erstmal nach Eden. In 25 Minuten sind wir da. Eden ist eine kleine Küstenstadt und liegt an der Twofold Bay. Es ist bekannt wegen der ungewöhnlichen Jagdmethoden des Walfangs, in der Killerwale den Menschen geholfen haben. Im Museum lernen wir alles darüber. Die Killerwale haben nicht nur beim Fang geholfen, sondern die beschützten die Menschen auch. Und so war dieser Peter vom Boyd Tower der einzige, der während der gesamten Zeit des Walfangs umgekommen ist. Der bekannteste Killerwal war Old Tom, dessen Skelett im Museum zu sehen ist. Rückenflosse in Originalgröße, Gegenstand an 1,73 Meter. Okay, ich passe auf, dass ich mich nicht auf das Känguru-Puh stelle. Sehr schön. Okay. Ja, Wetter ist heute irgendwie nicht besser geworden. Nee. Und trotzdem machen wir aber diesen kleinen Ausflug und es geht zum Horsehead Rock. Horsehead Rock Viewing Plattform. Gucken wir mal, 750 Meter. Wir hoffen mal, dass es nicht so viel anfängt. Wir haben extra unsere Regenjacken mal rausgeholt, weil so ein bisschen Nieselregen Ja, kann uns nicht abhalten. da geht's lang. Da geht es jetzt lang. Und so sieht die Szenerie hier jetzt aus. Ja, wir laufen hier im Grunde genommen direkt neben den Dünen lang, oder? Weil Ja. das Meer kann man im Hintergrund hören. Hören kannst du es, ja? Ja, ich habe gelesen, in den ganzen Broschüren soweit, das Beste, was man hier an der Saphirküste, so heißt die hier, machen kann, ist Strand gehen, schwimmen, schnorcheln oder Mountainbiking. Wetterbedingt, würde ich sagen, machen die Aktivitäten aber jetzt nicht so richtig Spaß. Das wäre mein Secret Beach, ja? Hier gibt es auch noch einen Felsen, der heißt Kamelrock. Ist das der da? Könnte sein, keine Ahnung. Aber sieht so aus wie ein, Wie ein Kamelrücken, wa? wa? Vor allem, wenn du wahrscheinlich ein Stückchen weiter rumguckst und mehr von der Seite guckst. Und bei Ebbe, sagt man, kann man unten sogar langlaufen, um die Steine rum. Jetzt darfst du gucken. Oh, guck mal da. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Das ist der Camel Rock, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Oh, wieder eine Natural Bridge.
Hier sieht aus wie ein Schlumpf. Sieht nur noch, dass die Mütze weiß ist. Also der Felsen da mit der Natural Bridge ist eigentlich dieser Horsehead Rock. Und der Camel Rock ist der da hinten, der mit diesen doppelten. Ah, ja, macht Sinn, okay. Ja? Ja gut, wenn man sich das hier so von hier so vorstellt, dieser Horsehead, ja, könnte ein Pferd sein, Ja. was so links den Kopf nach unten gerade steckt. Genau, So und die Rücke ist da, wo dann im Prinzip der der Hals. so, wo es nach unten geht. der Hals. Und da hinten die zwei, Die beiden Hübbel sind die Camel und der hier drüben, der heißt Dragon's Tail Rock. macht Sinn, ja. Sieht auch so aus, ja? Ja. Aber siehst mal, dass sich die Form verändert, sobald du in eine andere Richtung guckst, wa? Perspektive. Ne? Weil du vom anderen Winkel drauf guckst, sieht es gleich ganz anders aus. Ich bin auch ganz vorsichtig. Also der kleine von den beiden ist der Gorilla Rock und der große von den beiden steht hier dran auch als Camel Rock. Hier sieht es eher fast aus wie ein Dromedar. Halt. Kann man, das rechte ist so ein bisschen der Kopf und hinten dann so der Höcker drauf. Ja. Und wenn man rumläuft, wird es zum Kamel. Ja. Sind da Vögel oben drauf? Sieht so aus, ja? Nachdem wir jetzt in Valhalla nicht in der Goldmine waren, greifen wir jetzt die Gelegenheit beim Shoppen und gehen hier in die Montreal Goldfields. Geführte Tour, ungefähr eine Stunde. $10 Schlag mich tot, kann man noch vertragen. Wieder von Volunteers. Dann schauen wir mal, was die uns zu erzählen haben. Wir erfahren, dass diese Goldfields eines von weltweit 3 Feldern ist, die sich bis ins Meer erstrecken. Glück für die Ersten, die nur im Strandsand gebuddelt haben. Leichtes Finden von Gold versprechend wuchs die Einwohnerzahl von 18 auf über 2000 innerhalb kurzer Zeit an. Alle späteren Claims jedoch mussten sich durch hartes Gestein kämpfen. Und die Schächte und Tunnel schauen wir uns jetzt an. Nach dem Goldfeld geht es weiter zum Blue Pool. Auch wenn das Wetter nicht wirklich zum Baden einlädt, wollen wir es uns nicht nehmen lassen, uns den Pool wenigstens anzusehen, bevor wir dann den Tag ausklingen lassen. Das ist der Blue Pool. Der Blue Pool, ja. War ursprünglich nur ein Rockpool gewesen und den hat man dann später erweitert und der wird vom Salzwasser vom Meer gespeist. Also ich kann mir vorstellen, wenn hier schönes Wetter ist, dann wird das Ding wahrscheinlich hier voll sein, wa? Voll, ja. Aber interessant ist es schon, oder? Zumindest kannst du hier sicher drin schwimmen. Ja. Ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass die Haie am Knabbern oder Quallen da sind oder sowas. Auf der anderen Seite stand oben auf dem Schild aber auch dran, du sollst Schnorchel mitbringen und du sollst da drin auch schnorcheln, weil drin eine große Biodiversity ist. Es ist kalt. Habe ich mir gedacht. Nachdem wir von den Goldfields dann zu dem Blue Pool gefahren sind, hat es beim Bremsen so komisch Geräusche gemacht, ja. Und Peter hat dann schnell nach einem Automechaniker geguckt und da sind wir dann hingefahren. Ja, und wie wir es uns gedacht haben, sind die Bremsbeläge runter. Und praktisch ohne Vorwarnung, die waren im Prinzip sofort bis aufs Metall durch. Aber nachdem wir dann zu dem dritten Mechaniker waren, der das dann auch noch bestätigt hatte, der hat uns dann aber Gott sei Dank noch einen super schnellen Fix gemacht, hat uns schnell ein paar Brakepads reingemacht und Bremsbeläge. Der hat gleich alle Teile bestellt, um alles neu zu machen. Und jetzt verbringen wir halt ein Wochenende mehr hier, als wir eigentlich vorhatten. Ich meine, es gibt Schlimmeres, als in so einer Gegend zu stranden. Wir werden bestimmt noch was finden, was wir machen können. Aber ja, jetzt kriegen wir Montag früh dann praktisch einen komplett neuen Satz Bremsscheiben und Bremsen am Auto. Ja, und damit war es das dann für diese Woche auch. Damit war es das dann, genau. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da oder einen netten Kommentar oder ihr abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.